Und das ist auch der große Vorteil. Man kann das Bett auch im Regen aufbauen. Mit der Lithium-Batterie ist die Renate wirklich gut gerüstet. Da kann sie mehrere Tage autark stehen. Meist nehmen wir irgendwelche flachen Dinger oder irgendwelche runden Schüsseln und sowas. Aber das sieht ja schön aus, aber ist total unpraktisch. Selbst wenn man hier stundenlang irgendwelche Schweine oder Rinder anbrät in der Mühle, ist es unmöglich, dass diese Kartusche explodiert. Ja, jetzt fragt euch sicherlich, wie kann man denn in der Sardinenbüchse schlafen? Ja, liebe Leute, seid gegrüßt. Es ist soweit. Renates Minicamper ist fertig und in diesem Video soll es hauptsächlich um die Vorstellung gehen. Es wird also so neudeutsch quasi die Roomtour werden. Und wir fangen erstmal außen bei dem Fahrzeug an. Also das ist auch ein Dacia Docker wie bei uns. Auch ein Diesel, der 1,5 DCi, die Euro 6 Variante mit 90 PS. Sehr, sehr guter Motor, kann man eigentlich nur empfehlen. Fährt sich wunderbar und die 90 PS sind völlig ausreichend. Mehr braucht man bei so einem kleinen Auto einfach nicht. Was haben wir außen am Fahrzeug verändert? Eigentlich nicht viel, bis auf die Windabweiser. Das sind diesmal welche mit einer ABE. Und ja, die haben wir dran gemacht, damit die Renate halt, auch wenn es regnet, die Scheiben in Spalt runter machen kann, ohne dass es reinregnet und trotzdem irgendwo ein bisschen Frischluft da ist. Ansonsten ist ja auch eine Standheizung an dem Fahrzeug verbaut und die ist natürlich auch hier außen verbaut. Die befindet sich unterm Auto, da wo quasi original die Reserveradmulde war. Ganz einfach deshalb, damit das Ganze auch schön leise ist. Wie wir die Heizung eingebaut haben, das seht ihr in der Ausbauserie zu diesem Auto. Es ist eine Webasto Dieselstandheizung, die ja, sehr schön leise ist. Wie gesagt, außen verbaut ist, in einer schönen Edelstahlkiste drin ist und das Fahrzeug schön warm machen kann. Da haben wir im Inneren ein schönes Bedienteil, wo man die gewünschte Temperatur einstellen kann. Und wir haben bei uns die gleiche Heizung drin seit 4000 Stunden. Die hat quasi bei uns 4000 Betriebsstunden runter. Ist ein wunderbares Teil. Und hat uns bis jetzt nie im Stich gelassen. Ja, nochmal ein kleines Wort zur Heizung. Wie gesagt, die kann man schön hier oben über das Bedienteil bedienen. Hier ist noch ein extra Temperatursensor. Und ja, dann misst die quasi die Innenraumtemperatur und gleicht das an den Wert an, den man hier eingestellt hat. Und regelt das völlig alleine. Ist die Camping-Ausführung von der Webasto. Die schaltet also auch komplett ab, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Quasi wie zu Hause am Thermostat funktioniert der ganze Spaß. Die Heizung ist, wie gesagt, Unterflur außen verbaut. Dadurch ist das schön leise hier im Fahrzeug. Gibt, wie gesagt, auch noch einen extra Warmluftschalldämpfer im Inneren als Besonderheit, dass dadurch die Geräusche von dem Gebläsemotor nochmal mitgedämpft werden. Ist dann sehr, sehr schön leise hier drin. Und dieses Fahrzeug zieht die Frischluft von außen, die erwärmt wird. Und dadurch hat man wesentlich weniger Kondenswasserprobleme im Fahrzeug, weil einfach die frische, angewärmte Luft von außen mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und dadurch immer ein leichter Überdruck im Fahrzeug entsteht und ein gewisser Luftaustausch vorhanden ist. Bei den meisten Fahrzeugen, die fertig ab Werk so eine Standheizung drin haben, die schaufeln die Luft bloß im Umluftbetrieb umher. Ganz einfach deshalb, ist eine Sicherheitsfrage, deswegen machen die Hersteller das so, denn man muss bei der Frischluftvariante, so wie es bei Renate eingebaut ist, aufpassen, wie das Fahrzeug steht, damit nicht die eigenen Abgase mit angesaugt werden, beziehungsweise wenn man über dem Gully steht, dass man irgendwelche Gase mit ansaugt und so weiter. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man das Fahrzeug abstellt, aber aus meiner Sicht ist es das auf jeden Fall wert, da, wie gesagt, die Kondenswasserproblematik dann fast eliminiert ist. Wenn man im Winter die Heizung anhat, ist die Luft hier schön trocken drin und man hat keine feuchten Scheiben und so weiter und ja, das ist eigentlich sehr, sehr gut so. Ja, und schon sind wir im Inneren von diesem wundervollen Fahrzeug. Ja. Also wie ihr seht, das Ganze besteht eigentlich aus 3 Elementen hauptsächlich. Wir haben hier einmal einen Küchenblock und dann haben wir hier 2 Sitzkisten. Ne? Da kann man sich auch schön komfortabel reinsetzen letztendlich. Ja, das Ganze ist aus Pappel- und Kiefersperrholz gebaut. Da gibt es wie gesagt auch eine Ausbauserie zu, ist alles unten verlinkt. Ja, wir haben in der Küche hier auf jeden Fall einen schönen Gasherd. Da kann man halt wunderbar drin kochen und sich sein Essen zubereiten und so weiter. Eine Spüle haben wir natürlich verbaut, wo man auch richtig schön Frischwasser hat. Ja, ein kleines Mini-Regal, da kann man so ein bisschen seine Gewürze reintun, Kochlöffel reintun und so weiter. Ein schönes kleines Küchenlicht ist noch mit verbaut. Und ja, also macht sehr, sehr viel Spaß dann hier zu kochen. Wir haben hier natürlich noch einen schönen Schieber mit, der über Pushlock geöffnet und geschlossen werden kann, damit, wenn man kurvige Straßen fährt, das Ganze halt nicht einfach so aufgeht von alleine.
Ja, also wie gesagt, es macht sehr, sehr viel Spaß hier drin zu kochen. Ich kenne das ja schon von meinem Auto, ich finde das herrlich. Und ja, wie gesagt, hier einen schönen Schieber mit Pushlock und auch hier unten haben wir noch eine Tür mit Pushlock, wo man dann ja Töpfe, Pfannen und was weiß ich nicht alles reinstellen kann. Ist eigentlich genügend Stauraum da. Das Schöne ist halt auch an der Küche, man kann hier dieses Holzbrett hochmachen. Dann habe ich hier drinnen diese Regalhalter verstaut. Und da kann man verhältnismäßig einfach sich einen kleinen Tisch herstellen sozusagen, um dann hier drauf zu kochen, zu essen, wie auch immer. Diese Regalhalter rutschen dann schön in so ein kleines Loch rein und das ist richtig stabil. Unter meinem letzten Video haben ja einige Leute geschrieben, dass man ja, das auch anders machen könnte mit einem ausklappbaren Dreieck und so. Ich habe da gestern ein bisschen mit rumexperimentiert und ich habe auf diesen kleinen Raum, das ist ja eine sehr kleine Küche, die auf, ja, mit sehr dünnem Material gebaut ist, habe ich nichts hinbekommen, was nur ansatzweise diese Stabilität bringt. Und von daher bin ich bei diesem Regalhalter geblieben. Es ist einfach ein bewährtes System. Aufbauen dauert, was weiß ich, habt ihr ja gesehen, 10 Sekunden und abbauen. Ne? Ich ziehe die beiden Dinger, das klappt natürlich nicht. Ich ziehe die beiden Dinger raus und gut ist. Ne? Die werden einfach dann in die Tür hier so schön mit eingehangen. Und ja, dann sind die weg. Also eigentlich ist das verschmerzbar. Und vor allem, wie gesagt, das Schöne an diesen Regalhaltern ist, dass man unter dem Tisch einfach nicht den Platz verliert. Hier ist ja so schon wenig Platz und wenn Renate mit ihren Beinen dann hier drunter ist und man hätte jetzt hier zum Beispiel ein Tischbein oder irgendetwas, was mehr Platz unter dem Tisch verbraucht, dann ja, würde halt der Platz verloren gehen. Ne? Und das ist halt hier so nicht der Fall. So, hier haben wir jetzt quasi die Kiste, die hinter den beiden Sitzen ist. Da sind die beiden Polster drauf, die man fürs Bett später braucht. Und das Ganze ist mit einem Spanngummi gesichert. Und da kann man das Ganze aufklappen und hat Zugang zu der Kiste. Wir haben hier hauptsächlich ziemlich viele Verstaumöglichkeiten, wo man seine Sachen noch unterbringen kann. Unter anderem haben wir hier auch unter diesem kleinen Staufach die Batterie verbaut. Das handelt sich hier um eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Die ist unten auch mit verlinkt. Und was wir euch jetzt hier zeigen, habe ich ausführlich in der Ausbauserie dokumentiert. Und die ist unter dem Video verlinkt. Hier haben wir quasi die zweite Kiste, auf der ich vorhin vor der Küche gesessen habe. Auch gleiches Spiel, kann man aufklappen. Und hier haben wir auch diverse Verstaumöglichkeiten drin. Unter anderem ist hier auch noch die Elektronik von der Standheizung verbaut und die Heißluftrohre, die Heißluftschläuche und der Warmluftschalldämpfer von der Standheizung. Damit es hier im Innenraum auch wirklich schön leise ist. Und die Heizung ist wirklich leise. Ist eine sehr geniale Geschichte, kann man wunderbar mit schlafen, gibt es überhaupt keine Probleme. Ansonsten haben wir in der Kiste hier noch mit drin einen Nottoilettensitz und einen Eimer. Da ist eine Pumpe drin. Ja, und eine Dusche, da kann man quasi das Ganze draußen am Auto festmachen und kann sich damit schön abduschen. Der Eimer kann auch noch für einen anderen Zweck genutzt werden. Man kann damit natürlich Wasser holen und den Wassertank befüllen. Das zeigen wir euch dann gleich nochmal. Aber ansonsten kann man den auch als Nottoilette benutzen. Hier würde man halt einen Beutel reinmachen und dann gibt es dieses Notklo, sag ich mal, das kann man hier reinhängen, da kann man sich hier draufsetzen und sein Geschäft verrichten. Das ist wirklich noch ein absoluten Notfall, wenn es mal irgendwie ein Problem gibt, dass man Durchfall hat oder was auch immer, dann kann man das dafür benutzen und es nimmt wenig Platz weg und ist multifunktional einsetzbar. Hier hinter dem Polster haben wir auch noch ein kleines Regal, wo man Bücher und so weiter verstauen kann. Daran ist dann quasi auch das Polster mit Klettband befestigt. Die sind sehr stabil, wie ich die gebaut habe. Auch das seht ihr in der Ausbauvideoserie. Ja, auf den Matratzen, auf denen ich hier sitze, das sind Schaumstoffmatratzen aus einem sehr hochwertigen, festen Material. Nennt sich RG 6070, wo ich die her habe. Auch das ist unten verlinkt. Die sind sehr, sehr gut, haben wir bei uns auch drin. Hier sind sie halt 1 cm stärker, also das ist 6 cm starke Matratzen. Und die sind wirklich richtig, richtig gut und richtig bequem. Die Bezüge, die hat mir meine liebe Oma gemacht. Genauso auch wie die tollen Vorhänge hier, die hat auch meine liebe Oma gemacht. Gibt es auch dann in der Ausbauserie mehr Infos dazu. Da sind Magneten drin und die sind einfach schön mit so einem kleinen Buchsengummi gesichert. Und da kann man das schön aufmachen und zack, zack, die Magneten sind dran hier. Und alles ist schön verdunkelt. Sehr, sehr geile Lösung. Sehr qualitativ hochwertig, kann man absolut nicht meckern. Bin ich sehr zufrieden mit und auch schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber wir kriegen auch welche, hat der Oma uns versprochen. Ja, natürlich darf die obligatorische Pfanne nicht fehlen. Ne? Hier haben wir ein schönes Modell von Tefal, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle. Ja, gesichert ist die einfach, da habe ich hier ein paar Schrauben reingemacht, die genau zur Pfanne passen und Schrumpfschlauch drüber gemacht und das Ganze dann erhitzt den Schrumpfschlauch. Und dann hält die Pfanne hier eigentlich ziemlich gut. Wenn man jetzt durch richtig harte Schlaglöcher fährt, dann fliegt die sicherlich ab. Aber für das, was man normalerweise damit fährt, ist das perfekt. Und ja, einfach, kann man einfach schnell rausnehmen und kochen und los geht's. Haben wir bei uns auch so, funktioniert ziemlich gut. Auf den Schrumpfschlauch bin ich übrigens sehr neidisch, das haben wir bei uns nicht.
Ja, hier in der Ecke haben wir jetzt noch einen schönen Kühlschrank. Auch der ist wie gesagt unten verlinkt. Denselben, den benutzen wir auch. Der ist richtig klasse, ist ein Kompressorkühlschrank. Der braucht sehr wenig Strom, hat eine sehr hohe Kühlleistung und kühlt wirklich richtig gut runter, auch wenn im Auto 50, 60 Grad sind. Nicht zu vergleichen mit diesen thermoelektrischen Kühlschränken. Das Ding ist wirklich richtig geil. Ansonsten haben wir hier noch den obligatorischen Mixturhalter. Wollte ich was sagen? Nee, den obligatorischen Haushaltstuchhalter. Und ein kleines Körbchen. Hier haben wir ja unsere Ansteckleiste, kommen wir gleich nochmal dazu. Und da kann man halt so ein paar Sachen reinlegen. Ansonsten gibt es hier noch vor dem Kühlschrank ein paar Staumöglichkeiten, wo man ja noch diverse Sachen verstauen kann. Ja, die Batterie ist wie gesagt in der Kiste hier unten verbaut, hinterm Beifahrersitz, dass wenn man eine Vollbremsung macht oder was auch immer passiert, mit der Batterie nicht viel passieren kann. Die ist eh nicht so schwer, die wiegt 14 Kilo, die Lithium-Batterie, aber das ist, denke ich, der sicherste Ort, den man für so eine Batterie wählen kann. Bei mir ist ja hier vorne alles voller Schalter. Für Renate habe ich das Ganze möglichst einfach gemacht. Hier gibt es einen Schalter, das ist einfach nur der Hauptschalter. Wenn sie mal wirklich länger nicht im Fahrzeug ist, wochenlang oder so, dann kann sie hier den Schalter rumdrehen und alles ist aus. Ansonsten kann man alle sonstigen elektrischen Verbraucher einfach direkt am Verbraucher an- und ausschalten. Und das war mir auch wichtig, dass das Ganze möglichst einfach zu bedienen ist und Renate da nicht irgendwie großartig hier Raketenwissenschaft studieren muss. Ne? Man kann für die Batterie, gibt es auch eine App. Und da kann sie dann direkt sich mit der Batterie per Bluetooth verbinden und sieht dann ganz genau, wie viel Strom noch drin ist, wie viel rausgeht und so weiter. Alles, was man eventuell wissen wollte, kann man dann halt über die App abfragen. Sehr komfortabel und einfach zu bedienen. Ja, lichttechnisch sind hier 3 Lampen im Auto verbaut. Wir haben hier einmal eine kleine Leselampe, ne? Die kann man sich dann ausrichten und zurechtdrehen, wie man das gerne hätte. Ansonsten haben wir hier oben noch eine Husche Bambu Lampe. Das ist einfach nur eine USB-Lichterkette, die direkt an unserem Küchenblock mit angeschlossen wird, da wo wir einen 12 Volt und 5 Volt USB-Anschluss haben. Da ist auch ein extra Schalter dran, da kann man die Bordspannung nochmal überprüfen und wie gesagt Handy laden zum Beispiel oder irgendwelche 12 Volt Verbraucher anschließen. Ansonsten haben wir hier direkt unter dem Körbchen auch noch den Gaswarner verbaut. Der ist direkt an die 12 Volt Batterie mit angeschlossen. Das heißt, der hat keine Akkus oder irgend sowas drin. Der läuft immer mit quasi über die Bordelektronik. Und der ist sehr wichtig. Der warnt vor Kohlenmonoxid, vor Butangas, vor Propangas. Also falls hier mal irgendwo Gas ausströmt oder die Heizung eine Macke hat oder was auch immer passiert, dann wird dieser Gaswarner dann letztendlich anschlagen und Renate warnen. Der ist in Gesichtshöhe gebaut. Das sollte auch in Gesichtshöhe sein, dass wenn das Bett aufgeklappt ist und Renate hier liegt und schläft, dass das Teil dann auch losgeht, wenn sie im Gesichtsbereich irgendein gefährliches Gas hätte. Zusätzlich zur Sicherheit habe ich hier oben noch einen extra Kohlenmonoxidmelder verbaut, der ein bisschen höher ist und einfach als Backup auch dient. Kann ja auch mal so ein Teil ausfallen, wenn wirklich mal die Heizung eine Macke hat, dass das doppelt abgesichert ist. Das Coole an dem Teil ist, dass der noch eine Temperaturanzeige mit drin hat und so hat sie auch gleich noch eine Anzeige für die Innentemperatur im Raum sozusagen. Neben unserer wunderschönen Husche Bambu Leuchte haben wir hier noch ein Küchenlicht und das kann sie einfach mit so einem kleinen Touchschalter bequem an- und ausschalten. Das Teil hat 10 Watt, soweit ich weiß, macht richtig schön hell. Haben wir bei uns auch drin, seit Jahren sind wir sehr zufrieden mit. Ja, in der Küche, wie gesagt, haben wir hier diese schöne Spüle. Das ist eine Edelstahlspüle. Die habe ich auch gewählt, mit einem relativ tiefen Maß. Also da passt schön viel rein. Die meisten nehmen ja irgendwelche flachen Dinger oder irgendwelche runden Schüsseln und sowas. Aber das sieht ja schön aus, aber ist total unpraktisch. Hier kriegst du auch mal was Größeres rein zum Abwaschen. Ist richtig klasse. Ein süßer kleiner Wasserhahn, der über einen 12 Volt Mikroschalter angesteuert wird. Und aus dem 22 Liter Wassertank, der hier unten verbaut ist, das Wasser ansaugt. Das ist ein lebensmittelechter Tank. Wie gesagt, 22 Liter passen rein. Der ist mit dem Spanngurt gesichert. Und wie ich das mit den Tankentnahmestutzen gemacht habe und das alles angeschlossen habe, auch das, wie gesagt, seht ihr in der Ausbauserie, welche unten verlinkt ist. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo das Wasser hinläuft aus der Spüle. Nein, nicht wie bei uns am Anfang in einen kleinen Extrakanister, den man ausleeren muss, der dann ständig umkippt, stinkt, überläuft und was dann hier alles schief gehen kann mit dem Mistding. Deswegen haben wir dann bei uns später ein Loch in die Karosserie gebohrt und den Abwasserschlauch direkt nach draußen geführt. Auch das habe ich bei Renate hier gemacht. Und ist eine sehr, sehr gute Lösung. Man darf halt keine Chemie nach draußen spülen, das ist klar. Aber alles, was organisch da nach draußen geht, ist eigentlich, wenn man irgendwo hier auf einer Wiese rumsteht oder so, kein Problem. Wenn man in der Stadt ist, macht man einfach einen Stöpsel rein und lässt das dann irgendwo anders ab, das Wasser. No, da kommen wir eigentlich gut mit klar, nicht wahr? Auf jeden Fall.
Ja, wenn man hier im Auto sitzt, will man auch eventuell mal hinten zur Tür raus und von Berg aus ist ja kein Türöffner ran. Das heißt, da müsste man hinten rumgehen, um die Tür zu öffnen. Hier habe ich einen kleinen Türöffner gebaut und ja, da zieht man einfach dran und schon kann man die Tür aufmachen oder wieder zumachen. Funktioniert wunderbar und ist eine sehr einfache Lösung. Ansonsten ist der Boden im Fahrzeug und die Kisten im Bereich, wo man sich mit den Füßen aufhält, mit einem PVC-Belag bezogen, den ich aus dem Thun-Baumarkt gekauft habe. Also gibt es auch bei Obi und überall. Der ist sehr, sehr gut, der ist sehr widerstandsfähig. Kann man schön draufkleben, einfach überall und man sieht den Dreck einfach nicht drauf. Wenn man hier mit schlammigen Füßen reingeht und so weiter, ist einfach bombig, hat sich absolut bewährt. Sieht auch nach vielen Jahren noch schön aus. Da wo es ging, habe ich hier so kleine Aluleisten noch mit montiert, verschraubt bzw. verklebt. Die kleinen habe ich geklebt, die großen habe ich geschraubt. Und ja, einfach auch als Kantenschoner, damit in dem Bereich dann der Belag sich nicht ablöst und so weiter. Hier haben wir noch einen elektrischen Verbraucher und zwar ist das ein Wechselrichter, 300 Watt von Active, der eine echte Sinuskurve erzeugt. Damit kann Renate dann schön ihren E-Bike-Akku aufladen, was auch mit irgendwo eine Anforderung an das Fahrzeug war. Ja, mit der Lithium-Batterie ist die Renate wirklich gut gerüstet, da kann sie mehrere Tage autark stehen. Aufgeladen wird die Batterie über einen Ladebooster von Votronic, der direkt vorne an die Starterbatterie angeschlossen ist und schön beim Fahren diese Batterie nachlädt. Ja, die Batterie könnte man innerhalb von 3 Stunden komplett nachladen. Man kann ja von so einer Lithium-Batterie wirklich die komplette Kapazität nutzen und das ist sehr, sehr gut. Meistens wird die Renate wahrscheinlich ja alle 1 bis 2 Tage sich bewegen mit dem Fahrzeug. Und ich schätze mal, dass er am Tag so 20 bis 30 Ampere-Stunden verbraucht. Das heißt, nach 1 Stunde Fahrt hat sich wieder den kompletten Strom nachgeladen. Auf Solar haben wir hier der Einfachheit halber verzichtet, da auch, wie gesagt, Renate das Fahrzeug öfters bewegen wird und dann genügend Strom akkumulieren wird, um das Ganze hier drin zu betreiben. Die Gardinen sind mit Scheibengardinenhalter befestigt und die Scheibengardinenhalter habe ich an Magneten befestigt und auf den Magnet-Scheibengardinenhalter können wir dann unsere Stange einfach auffädeln und schön unsere Gardine auffädeln. Funktioniert wunderbar mit den Magneten. Wenn man mal hängen bleibt, verrutscht bloß der Magnet, man reißt nicht alles runter. Es ist hitzebeständig, es funktioniert einfach perfekt so. Und die Gardinenstange im vorderen Bereich, um das Führerhaus abzutrennen vom Wohnbereich sozusagen. Da gibt es 2 Löcher in der A-Säule, da sind Gummipropfen drin, die kann man rausziehen. Dann kann man diese Teleskopgardinenstange reinstecken. Fertig ist der Lack. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie der Wassertank befüllt wird. Tja, da habe ich mir was einfallen lassen. Und zwar braucht die Renate sich bloß einen Eimer mit Wasser hier unten hinstellen. Entweder den kleinen, den sie hinten drin hat, oder irgendwas anderes, ist scheißegal. Dann schließt sie hier einfach quasi den Strom an die 12 Volt Buchse an, die hier drin ist. Und hier haben wir dann eine Tauchpumpe, kommt in den Eimer rein, auf den Knopf drücken und schon kann der Tank befüllt werden. Man kann dann hier durch den Spalt reingucken und sieht im Tank, wie viel drin ist. Und wenn man fertig ist, legt man den ganzen Krempel hier einfach wieder rein, zieht den Strom ab und erledigt ist die Sache. Nebenbei kommt man hier von außen auch noch wunderschön mit an den Kühlschrank ran. So, nochmal ein Wort zu dem Herd. Ja, man könnte hier wie gesagt auch einen Spirituskocher reinmachen, aber wir hatten schon mal so einen Spirituskocher und richtig guten von Dometic für 170 €. Der hat gerußt, egal was für ein Spiritus ich da reingefüllt habe. Das kann mir keiner erzählen. Die Töpfe waren immer ein bisschen verrußt und vor allem, wenn es im Auto 40, 50 Grad waren, weil das aufgeheizt war, weil es in der Sonne stand, hat sich der Spiritus trotzdem verflüchtigt. Trotz dass da mit dieser Gummimembran das Ganze abgedeckt war, hat es immer nach Spiritus in dem Auto gerochen. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, so ein Ding. Ich habe das mit Renate vorher besprochen. Ich habe ihr genau erklärt, welche Nachteile dieser Gasherd hat, dass es ein gewisses Risiko ist. Ne? Es ist irgendwo eine Gefahrenquelle, ist klar. Und habe sie selbst entscheiden lassen. Sie wollte gerne auch so einen Gasherd haben. Ne? Wie gesagt, ich finde den richtig klasse, weil der lässt sich wunderbar einfach zu bedienen. Und wenn es wirklich mal ein Problem geben sollte, dass hier irgendwo eine Flamme rauskommt, wo eine Flamme nicht rauskommen sollte, dann muss man sich nur merken, einfach diesen Hebel hochmachen, dann geht sofort alles aus. Weil in dem Moment ist die Kartusche vom System getrennt. Und dass so eine Kartusche explodiert, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Die kann eigentlich beim Kochen hier drin auch nicht zu heiß werden, da in dem Moment, wo das Gas ausströmt, kühlt die Kartusche sich nach meiner Erfahrung eher ab. Ich habe das schon mit verschiedenen Infrarotthermometern und mit Thermometern, die einen externen Fühlsensor haben, gemessen. Selbst wenn man hier stundenlang irgendwelche Schweine oder Rinder anbrät in der Mühle, ist es unmöglich, dass diese Kartusche explodiert. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann. Aus meiner Sicht passieren die meisten Unfälle mit diesem Gaskartuschenkocher durch Fehlbedienung. Dass die Leute in Panik geraten oder einfach beim Einhängen von der Kartusche, dass sie da einen Fehler machen. Denn die muss wirklich exakt an der richtigen Stelle eingehangen sein, die Kartusche. Da gibt es hier so ein kleines Pinöppels und ja, das ist halt dann wichtig, dass man die halt immer korrekt einhakt. Ne? Und das ist halt auch das Prinzip von diesem Kartuschenkocher. Man sieht das hier an der Feder. Indem man den Hebel nach unten schiebt, wird die Kartusche mit dem
Druckminderer hier verriegelt. Man sieht das jetzt hier, die Kartusche schiebt sich vor und in dem Moment ist die betriebsbereit. Und wenn irgendwas passiert, entriegle ich einfach die Kartusche und schon ist das Problem gelöst. Da dürfte hier nichts mehr weiter brennen. Befestigt habe ich den Herd nicht wie bei mir, russisch, sondern vernünftig. Also aus meiner Sicht vernünftig. Da sind einfach kleine Widerstände, sage ich mal, hier für die Füße. Wenn man jetzt hier dran zieht, hält der und erstmal den anhebt, dann kann man rausziehen. Sehr simple und einfache Lösung, aber funktioniert ganz gut. Was halt auch wichtig ist, ist, dass man hier im Holzbereich rundherum schön ein paar Aluleisten macht als Hitzereflektor, damit die Platten nicht so viel direkte Hitze bekommen. Und wir haben hier eine wunderschöne Eichenholzplatte verbaut. Die finde ich sehr, sehr edel. Die ist einfach nur geölt. Genauso wie alle Teile hier im Bereich vorne in der Küche und so weiter. Die sind alle mit Leinölfirnis behandelt einmal. Und das gibt eine schöne glatte Oberfläche, die auch wasserabweisend ist. Ja, jetzt fragt euch sicherlich, wie kann man denn in der Sardinenbüchse schlafen? Ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier unsere Polster. Die nehmen wir einfach weg beiseite. Und schon kann man hier ein Brett rumklappen, wenn der Vorhang natürlich nicht hängen würde. Ein Brett rumklappen und schon haben wir den ersten Teil der Liegefläche. Hier sind überall schön Klettverschlüsse drauf montiert und da können wir dann unsere Polster drauflegen. Und schon haben wir den ersten Teil des Betts gebaut. Und das ist auch der große Vorteil. Man kann das Bett auch im Regen aufbauen oder wenn schlechtes Wetter ist. Das ist bei vielen anderen Campern nicht gegeben. Da muss man immer irgendwo draußen rumspringen. Auch die Situation mit der Küche. Wenn es regnet wie verrückt, stürmt, schneit, der Wind horizontal kommt, dann nützt mir das nichts, wenn ich draußen an einem Heckauszug stehe und kochen kann. Ne, da gehe ich nicht raus und koche, weil das Wetter einfach scheiße ist. Ne? Hier kann ich mich auch drinnen aufhalten und kann kochen und kann das Bett aufbauen. Selbst zu zweit haben wir das schon hinbekommen. Ne? Das ist wirklich optimal ausgenutzt vom Raumplatz her. Ja, ersten Teil haben wir gerade aufgebaut, habt ihr ja gesehen. Hier das gleiche Spiel. Die sind schön mit Klettverschluss befestigt. Und dann klappen wir einfach die zweite Seite auf. Und machen uns ein Polster dran und fertig ist das schöne gemütliche Bettchen. Wir schlafen halt meistens auf der Seite. Dann kurbeln wir hier die Sitze einfach noch ein bisschen vor vom Winkel her. Schieben den Sitz vor, bauen unsere Kissen hier dran und da kann man sich wunderschön gemütlich hinlegen, kann hier Fernsehen gucken, mit seinem Handy rumspielen, mit dem Buch machen, whatever, würde Frank sagen. Und gut ist. Ja, das ist wirklich sehr schön und sehr gemütlich. Und mit dem Bettzeug haben wir es halt immer so, dass direkt hier drin unser Bettzeug ist. Und wenn man den ersten Teil aufgebaut hat, setzt man sich hier drauf, holt sein Bettzeug raus, legt das hier hin, klappt es zu, baut die zweite Hälfte auf und schon kann man wunderbar drin schlafen in dem Auto. Ansonsten sind die Scheiben noch getönt hier bei Renates Auto, ziemlich stark getönt. Gefällt mir nicht so gut, weil man von drin zwar rausgucken kann, aber es ist sehr, sehr duster im Fahrzeug, besonders wenn es bewölkt ist. Also ich persönlich würde dann eine Tönungsstufe niedriger wählen, sozusagen, wenn es dann sowas gibt. Aber prinzipiell gefällt mir die Idee, denn man kann von draußen wirklich nicht reingucken, solange wie Tageslicht ist. Erst wenn es dunkel ist und man drin Licht anhat, dann kann man von draußen reingucken. Aber ansonsten sieht man absolut gar nichts. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin am Überlegen, ob wir bei uns auch eine ganz leichte Tönungsvariante mit reinbauen. Wenn das Wetter schön ist, will man ja auch gern draußen sitzen. Dafür gibt es hier einen kleinen Stuhl und einen kleinen Tisch. Und das baue ich jetzt mal kurz auf und dann zeige ich euch, dass der Vorteil ist, dass die, wie ihr seht, eingepackt sehr, sehr wenig Platz wegnehmen, sehr stabil sind und trotzdem sehr gemütlich sind. Ich baue es mal schnell auf. Und schon hat man einen süßen kleinen Stuhl und einen schönen Tischbärbel. Das ist sehr gemütlich, oder? Sehr. Ja, da hält sogar die Füße aus. Ja, hat uns gefreut, dass ihr bei der Roomtour mit dabei wart. Jetzt ist es soweit, ich hole Renate vom Bahnhof ab. Dann kriegt sie ihr Fahrzeug übergeben. Und ja, da reden wir auch noch mal ein bisschen über die Kosten und wie lange das alles gedauert hat und so weiter. Das seht ihr aber alles dann im nächsten Videoteil. Ansonsten lasst es euch gut gehen und bis später. Tschüssi.